Mein Video über diese kleine Kirche in München ist richtig viral gegangen. Über 34 Millionen Menschen weltweit haben es gesehen. Aber was macht diese Kirche in der Münchner Innenstadt so besonders, dass Menschen mittlerweile nur deshalb nach München reisen? Zwei Brüder aus einer Künstlerfamilie, ein Powerduo, das in ganz Mitteleuropa gefragt war. Meister der barocken Inszenierung wie keine anderen und niemand zuvor, haben sie Architektur, Malerei, Skulptur und Licht zu einem Gesamtkunstwerk vereint. Die Asam-Brüder und ihre private Kirche, sie heißt eigentlich St. Johann Nepomuk, von allen einfach nur Asam-Kirche genannt. Hey, ich bin Konstantin, euer Baroque-Blockbuster, und ich reise durch ganz Europa auf der Suche nach Kultur, über das niemand spricht. Bei mir entdeckst du Europa, wie du es noch nie gesehen hast, und ich würde sagen, wir checken es aus. Let's go! Der Standort am Straßenknick ist kein Zufall. Es gibt nämlich keinen Zufall im Barock. Er ist ein bewusstes Statement. Die Sendlinger Straße führt direkt zur Mitte Münchens, dem Marienplatz. Jeder musste und muss auch immer noch dorthin und damit auch an der Assamkirche vorbei. Wenn du an dieser Assamkirche selbst vorbeiläufst, merkst du es. Es ist kein normales Gebäude. Es ist eher ein Eyecatcher, der jeden Blick auf sich zieht. Ein Ort von barocken Kreativköpfen. Das Statement-Piece der lokalen Künstlermatadore Kosmos und Egid Asam, um allen zu zeigen, was ihr europaweit tätiges Studio auf dem Kasten hatte. Wenn du auf die Kirche zuläufst, achte mal auf die beiden auffälligen Fassaden rechts und links. Sie rahmen das nicht zu übersehende Eingangsportal der Kirche, fast hätte ich gesagt, ein barocker Triumphbogen für den Heiligen, der oben drauf sitzt. Das waren früher Wohnhaus und Atelier der größten Barock-Multimedia-Stars in Zentraleuropa, den Künstlerbrüdern Asam. Die Fassade ist mit Reliefstuck überzogen und wirkt fast wie ein Bilderbuch. Er stellt das überragende Können der Asam-Werkstatt zur Schau. Eindrucksvolle Fassaden, feinster Stuck, dramatische Skulpturen und detaillierte Holzreliefs an den Portalen. Alles in bester Qualität, wie um zu sagen, schaut her, wir können einfach alles. Das ist wahrscheinlich die allerschönste Schaufensterfassade in ganz München. Ich bin hier gerade in der Fußgängerzone, es ist ziemlich viel los und ich stehe vor der Asamkirche. Die Asamkirche ist eins meiner barocken Lieblingsorte und sie ist ganz besonders, denn sie wurde als private Kirche von den Künstlern selber finanziert. Von Egid Quirin Asam, dem Bildhauer, und Kosmas Damian Asam, dem berühmten Maler. Und sie haben ganz ohne Auftraggeber einfach mal ihre ganzen kreativen Ideen hier in diese kleine Kirche reinpacken können. Sie ist nur 22 mal 8 Meter groß. Es ist super eng und klein, aber monumental, ich verspreche es dir. Und daneben gibt es das Atelierhaus und noch eine Priesterhausstiftung, denn sie waren sehr religiös. Und diese drei Gebäude ergeben hier diesen privaten Komplex der Asamkirche. Die Asamkirche, kann man so sagen, sind so ein bisschen die Reiseerinnerungen, die Fassade der Asams. Denn 1713 war Kosmas Damian Asam, der Malerbruder, in Italien, in Rom, und hat dort aus den Händen des Papstes den berühmten San Luca Akademiepreis entgegengenommen. Und mit diesem neuen Ruhm ist er dann nach Bayern gegangen und hat hier ganz viele Aufträge abgesandt. Und diese Fassade ist so ein Konglomerat aus Zitaten, die man auch in Rom findet. Ich erkläre dir das mal. Also, du findest diese Schwünge wie von Borromini in seiner berühmten, ikonischen Kirche San Carlino. Du findest hier diese echt aussehenden Felsbrocken. Das hat Bernini gemacht in seinem Vierströmebrunnen. Du findest außerdem hier den heiligen Nepomuk. Das ist eine Kirche Santa Stimate di San Francesco. Das ist gerade während des Aufenthalts der Asam gebaut worden, der hier eigentlich in seiner Apotheose, auf seinem Weg in den Himmel gezeigt wird. Diese Fassade ist das Krasseste, was du dir in ganz Europa an Fassadengestaltung des Spätbarocks vorstellen kannst. Oben drüber ist ja schon der heilige Nepomuk, und das war ein strategischer Schachzug der Asam, denn der heilige Nepomuk ist Mitte des 18. Jahrhunderts erst heilig gesprochen worden. Das war natürlich ziemlich smart, ihn dann als den Titelheiligen dieser privaten Kirche zu benennen. Das hat natürlich den Genehmigungsprozess viel leichter gemacht. Und was richtig spannend ist, ist hier diese Tür. Und da zeige ich euch ein Detail. Denn man sieht hier St. Johannes Nepomuk und die Reliefs zeigen das Leben des heiligen Nepomuk und das Wunder des heiligen Nepomuk. Und hier sieht man auch, es ist ganz abgegriffen, diese Struktur, weil die Menschen hier nicht nur an den Knauf hinlangen, sondern auch auf das Relief, weil er wundermäßig ist. Und es geht eigentlich darum, dass der heilige Nepomuk hier, obwohl er gar nicht hier
sein Leichnam liegt in Prag, trotzdem wundertätig ist und die Asams zeigen außen schon, was eigentlich innen alles passieren kann. Und das ist das Spannende hier, dass innen und außen so miteinander in Interaktion sind. Und ich würde sagen, lass mal reinschauen. Hier bin ich jetzt in der Vorhalle, wo die 4 großen Erzengel an der Decke diesen heiligen Ort abtrennen von dem Alltag da draußen. Und jetzt geht's ins richtige Heiligtum, das hinter dem Gitter ist. Let's go! Die Asamkirche, offiziell St. Johann Nepomuk, in der Sendlinger Straße in Münchens Altstadt, wurde von 1733 bis 1746 von den Brüdern Asam, Cosmas Damian Asam und Egid Kyren Asam errichtet. Sie gilt als eines der bedeutendsten Bauwerke der beiden Hauptvertreter des süddeutschen Spätbarocks. Der Hochaltar ist doppelgeschossig. Altarmensa, Reliquienschrein und Tabernakel nehmen das untere, die Säulenarchitektur mit Auszug das obere Geschoss ein. Unterhalb des von anbetenden Engeln flankierten Tabernakels ist in einem gläsernen Schrein die Figur des heiligen Johannes Nepomuk aufbewahrt. 4 gewundene Freisäulen erheben sich auf Postamenten, die in die Emporenbalustrade eingebunden sind. Die gewundenen Säulen zitieren natürlich Berninis Altar über dem Petersgrab in St. Peter in Rom. Vergoldete Blumengehänge verbinden vordere und hintere Säulen. Die Asamkirche steht trotz ihrer Zitate von barocken Meisterwerken aus Rom mit ihren aufgelösten, tanzenden, freien Formen bereits an der Schwelle zum Rokoko. Doch tritt hier die typische Leitform im Ornament, nämlich die Rocaille, noch nicht auf. Ich komme hier rein in die Kirche. Es ist erstmal dunkel, eigentlich eher ungewöhnlich. Aber das hat Konzept, denn diese Kirche besteht aus 3 Ebenen. Der Krypta, hier dem Raum für die Gläubigen, und die Zone der Galerie, von der auch das Licht kommt. Das Licht kommt von oben und das Schwere unseres Alltags soll transformiert werden in die leichte Helligkeit des göttlichen Lichts. Und das sehen wir auch, weil hier in diesem Loch, das führt zur Krypta, und hier fällt an einem bestimmten Tag das Licht direkt von dem einen Fenster runter in die Krypta. Und das ist das Konzept, dass das Schwere der Erde, unseres Lebens eben leicht wird und hochgezogen wird zum Licht, zur Herrlichkeit Gottes. Und wo wir jetzt schon über oben sprechen, ich glaube, ich muss mir das mal anschauen. Let's go! Ich bin jetzt hier auf dem Emporenumgang und ganz nah dem Baldachin der Asams. Sie waren ja in Rom und haben da die Vorbilder studiert. Und das ist ganz lustig, weil Bernini war da schon 30 Jahre tot, als die Asams in Rom waren. Und sie haben natürlich gezeichnet, was es in Rom gab. Und das hier ist sehr, sehr ähnlich zu dem Baldachin von Bernini im Petersdom. Aber es gibt ein paar Unterschiede. Und zwar, wir sehen hier diese Kapitelle, die sind bei Bernini, die Voluten, diese Schnecken sind ganz normal klassisch nach unten. Und die Asams wandeln das ab und das sind die Voluten nach oben aufstrebend wachsend. Und auch hier diese Blumengirlanden lösen sich auf bei den Asams und sind ganz lose, frei, aufgelöst und schwingen hier um diese gedrehten Säulen. Und man sieht hier auch, es gibt gar kein Dach, sondern es sind einfach nur Engel, die auf Blumengirlanden schwingen. Und das ist viel, 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 viel leichter. Und man denkt sich, warum braucht man hier in München jetzt einen Baldachin? Das ist ganz spannend, weil ein Baldachin, der in Petersdom, der bezeichnet den Ort, wo der heilige Petrus begraben ist. Und das ist so ein richtiges Ausrufezeichen, ein visuelles, hier ist das Heilige. Und das wollten sich die Asams zunutze machen und sagen, hier findet das Heilige statt. Und der heilige Nepomuk ist zwar nicht hier begraben, der ist eigentlich in Prag begraben, aber dieser Baldachin ist das visuelle Ausrufezeichen, das Statement, hier ist das Heilige, hier kannst du dem Heiligen begegnen. Und so haben die Asams
die römischen Vorbilder für ihre Bauprojekte nutzbar gemacht und ich finde, es ist wahnsinnig beeindruckend. Ja, jetzt kannst du dir natürlich die Frage stellen, ist das jetzt Barock oder ist das Rokoko, was die Asams hier gemacht haben? Und die Antwort auf fast alle Fragen ist, das kommt drauf an. Was für den Barock natürlich spricht, ist die Fassade mit der Inspiration von Borromini, mit den Schwüngen, die Echtsteine, die Bernini auch verwendet hatte im Vierströme-Brunnen und die gedrehten Säulen wie im Petersdom. Aber was für den Rokoko spricht, ist, als die Asamkirche gebaut wird, gibt es schon längst offiziell Rokokokirchen. Zum Beispiel hier in München, einfach nebenan, die St. Anna-Kirche im Lehel ist schon offiziell eine Rokokokirche, während hier die Asamkirche noch gebaut wird. Und die Architektur hier ist natürlich sehr verspielt, aufgelöst, leicht, in den oberen Bereichen ganz hell. Und was so spannend ist an dieser Kirche ist, dass diese Kirche nicht nur Licht und Dunkel, schwer und leicht, sondern eben auch zwei Stile so zusammenbringt, die man eigentlich sonst im Kopf gar nicht zusammenbringen möchte, nämlich den Rokoko und den Barock. Die Asams gucke ich hier runter in das Meisterwerk. Ja, es ist eine Kirche der Gegensätze, kann man sagen. Und das finde ich so besonders an diesem Ort. Es ist wahnsinnig klein, aber mit einer monumentalen Wirkung. Es hat barocke italienische Elemente, aber es ist aufgelöst, leicht und spielerisch wie der Rokoko. Es ist dunkel und hell gleichermaßen. Und diese Kirche ist so einmalig und ich glaube, diese Faszination spürt man heute immer noch als Besucher und deswegen ist diese Kirche auch auf Social Media so wahnsinnig gern gesehen und erfolgreich. Wenn dir dieses Video gefallen hat über die Asamkirche und wenn du mehr über Kunstgeschichte lernen möchtest, dann folge mir, lass ein Like für diese Folge da und ich sag Tschüss aus der Asamkirche.